Sie wissen, Sie sind auf einem Filmset, wir drehen hier. Das heißt, ab dem Moment, wo wir drehen, möchte ich Sie A, um Ruhe bitten und B, darum bitten, hinter der Kamera zu bleiben. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen. Kommen Sie herein. Wollen wir auf die linke Seite vielleicht gehen? Lass mal auf die linke Seite. Kann muss ich hier hinsetzen, was Lager? So, komm her. So. Bereit? Ja, ist gepasst. Ja? Heinrich Strübe. Alle haben Schiss. Nicht alle sagen Guten Morgen, die man auf dem Weg von der Straßenbahn zum Berg trifft. Nicht einmal die man einigermaßen gut kennt, grüßen mit diesem Wunsch. Warum auch? Man weiß doch sehr gut, dass es kein guter Morgen wird, kein guter Tag. Viele sind noch ganz verquollen im Gesicht, haben den Schlaf noch in den Gliedern und in den Augen, hasten mürrisch durch den Schneematsch an dunklen Wintermorgen oder stolpern über das Kopfsteinpflaster vorbei an ein paar grünen Sträuchern im Sommer und über ihnen singt ein verirrter Vogel. Aber sie hören es nicht. Angefangen habe ich in der Stanzerei und da gearbeitet bis vor einem Jahr. Dann musste ich dort aufhören. Die Fertigung wurde umgestellt, neue Maschinen wurden aufgestellt. Von den 28 Kolleginnen, die da beschäftigt waren, wurden 7 entlassen und 5 in andere Abteilungen versetzt. Wenn wir nicht mehr so hinlangen müssten, nicht mehr so geschossen abends nach Hause kämen, nicht mehr um 5 Uhr früh aus den Federn und um 9 Uhr abends rein und dazwischen nur rennen und hetzen. 35 Stunden sind genug. Nicht mal Zeit zum Essen haben wir. Eine halbe Stunde Mittag. 5 Minuten gehen für Händewaschen und den Weg zur Kantine drauf. 5 Minuten für den Rückweg bleiben 20 Minuten. Und da muss man sich noch anstellen zum Essenempfang. Und dann sitzt jeder schweigend vor seinem Teller und schaufelt in sich rein, als bekäme er es bezahlt. 35 Stunden sind genug. In der Stanzerei war ein unwahrscheinlicher Lärm. In all den Jahren habe ich mir eine laute Stimme angewöhnt. Meine Bekannten sagten zu mir, schreie doch nicht so, rede nicht so laut. Sind genug. So schnell lernt man keine Menschen kennen und hier schon gar nicht. Wir schuften und rackern uns ab und können für unsere paar Flöhe immer weniger kaufen, können kaum etwas sparen und kommen so aus der Scheiß-Tretmühle nie heraus. Schöne Abende gibt's für uns nicht. Die Hetze geht dann weiter, einkaufen schnell noch, kochen, abspülen. Um 9 Uhr liege ich flach, fertig, ausgepowert. Kaum, dass ich die Woche über mal Fernsehen gucke. Liebe findet nur sonntags statt. Oft denke ich, so darf das nicht weitergehen. Sonst kannst du darauf warten, bis dir der Mann wegläuft.
Mach dich locker, Sport ist Mord. Hier was arbeiten. Massensport ist Massenmord. Massenmord ist anderen auf der Tasche liegen. Mord an Geld, an Gemeingut, an Zusammenhalt mit denen, die für deinesgleichen arbeiten. Ich habe alles probiert, um an Arbeit zu kommen. Ich war ganz unten. Ganz oben nie. Ausreden. Wenn ein gesunder Mann vor mir steht und das sagt, denke ich mir, was? Blockade, Ausflucht, Selbstmitleid, Abhängigkeiten. Erst recht in einer wirtschaftlich stabilen Situation. Stabil. Noch. Es gibt sicher Orte auf der Welt da. Okay, geschenkt. Aber im Urwald sind wir hier nicht. Ein Recht auf Faulheit gibt es in unserer Gesellschaft nicht. Nur die Situation mit dem Hartz IV war so belastend. Wenn andere damit auskommen, ist das für mich in Ordnung. Ist gut, mit wenig auszukommen. Genau. Man sollte das Schlimmste unterlassen. Bei dem Spiel nicht mitmachen. Ganz ehrlich, ich arbeite aktuell. Zeitarbeit. 6 Tage die Woche. Am 7. Tag, da schnalle ich ab. Bin so fertig, dass ich nur noch durchschlafen kann. Damit ich die nächste Woche durchstehe. Da drüben arbeite ich beim Schalker Schlachter, beim Was? Wir töten Tiere. Also, wenn die Pandemie nicht ist. Wenn der Staat nicht da wäre und meinen Lohn auszahlen würde, der hätte mich schon längst rausgeschmissen. Was für ein Zufall. Ja, alle Räder stehen still, wenn die Pandemie das will. Wer sich engagiert... An meinem freien Tag Ja, möchte ich einfach nur mal mein Bier trinken, ohne schlechtes Gewissen. Wir gehen zurück auf den Anfang dieser Replik. Also, ich mach das jetzt nochmal, wa? Ja, bitte. Super. Alle klar? Ja. Ruhe bitte. Und bitte. Nur für mich war die Situation mit dem Hartz IV so belastend. Ganz ehrlich, wenn andere damit auskommen, ist das für mich in Ordnung. Ist gut, mit wenig auszukommen. Genau. Man sollte das Schlimmste unterlassen. Bei dem Spiel nicht mitmachen. An meinem freien Tag möchte ich mein Bier trinken ohne schlechtes Gewissen. Da soll eine andere ein schlechtes Gewissen haben. Einem Vampir ausgeliefert sein, der meine Lebenszeit aussaugt. Das ist Arbeit für mich. Niemals! Ich muss an einem sozial behaglichen, geschlechtergerechten und hierarchisch flachen Arbeitsort unterkommen, wo ich nicht Willkür, Ungeduld der Altvorderen und Leistungszecken ertragen muss. Morgen sitze ich an meinem Schreibtisch. Das Fließband, an dem meine Schwester steht, es kehrt an der Kasse wieder. Darauf das blutige Stück Fleisch, das Blut der Böden, unseres Grundwassers, der Natur. Menschen werden ausgebeutet. alles Gute dir. Die schlimmste Arbeit war klassische Werksarbeit. Für mich bei Siemens, Sims, SS, SM, wieder SS Motoren. Servomotoren, Lenkkupplungsmotoren, Fensterhebermotoren. Für Autos halt. Aber es weiß eh keiner, was man da macht. Die schlimmste Arbeit ist die Nichtarbeit. Tschüss jetzt. 8 Stunden am Tag. Teile aus einer Kiste in eine Maschine räumen, aus der Maschine wieder raus in eine andere Kiste im Viertelstundentakt. Dein Vorarbeiter ist nicht gelaunt, sondern cholerisch. Er wird nur bezahlt, wenn die Maschine mindestens 1 Stunde am Stück läuft. Der Werkstudent in der Nachtschicht verdient doppelt so viel wie der cholerische Vorarbeiter. Also ist die Stimmung total angespannt, konkurrenzgeladen, unaushaltbar. Was du da tust, ist sinnentleert. Keiner weiß, was da gebaut wird. Ein Panzer? Staubsauger? Ich habe einmal alle Teile mit nach Hause genommen und kurze Zeit später stand der Verfassungsschutz bei mir vor der Tür. 2 Wochen später hatte ich die Schnauze voll und hab gekündigt. Als bald die Firma rationalisiert worden ist und alle Angst um ihre Arbeit hatten, habe ich gedacht,
Seid froh, dass ihr die los seid. Dann verging mir das Lachen. Dann war ich auf Hartz IV. Wenn ich meine Belastungsgrenze übersteige, fühle ich mich definitiv besser. Jedes Mal, wenn ich mich selbst herausfordere, übersteige ich auch die nächste Hürde. Ich kenne Entspannungsübungen. Hast du nötig? Die schlimmste Arbeit ist zu betteln. Bittstellen, bitten, Arschkriechen. Arschkriecher sein. Für nichts und wieder nichts. Es ist vergeblich. Unter den aktuellen Verhältnissen trägt alles, was ich arbeiten soll, dazu bei, dass die Welt anderswo zerstört wird. Das Beste ist, ich halte die Füße still. Bloß nicht buckeln. Wenn überhaupt, will ich im Kollektiv arbeiten, in der sozialen Gemeinschaft. Arbeit soll Kitt sein, nicht Zerstörung unserer Welt. Ja, Arbeit ist eine Vampirin. Sie saugt uns die Welt leer. Sie saugt auch dir die Lebenszeit aus. An ihrem Strick hängen wir ein Leben lang und zappeln. Aber wir werden uns losschneiden. Versprochen. Nur noch eins, so kann man nicht denken. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ich habe früher als Projektmanagerin am Institute of Technology, ehemals Universität, gearbeitet. Nette Leute, einfache Kollegen, aber geschenkt, kenne ich also. Aber das Schlimmste war nicht die Arbeit selbst, sondern der Eindruck, dass du dein Leben wegwirfst, weil sie dich nicht nach oben bringt. Horror. Wir müssen diese Zerstörung zerstören. Wir wollen festhalten, dass wir dem Kapitalismus viel verdanken. Ein nicht enden wollender Lockdown. Das wäre am besten. Keine Kondensstreifen am Himmel. Auf der Hut, Aluhut! Ach, keine Abgase in den Straßen. Keine Verkehrstote. Überhaupt. Weniger Konsum, weniger Produktion, weniger Zerstörung. Du siehst nicht aus, als würdest du konsumieren. Ha! Wo sind wir gelandet? Warum habe ich überhaupt den Mund aufgemacht? Wir laufen weiter. Wir gehen zurück auf ein nicht enden wollender Lockdown. Das wäre am besten. Kannst du nochmal durchsagen? Ja, okay. Achtung. Okay. Alle Trickler. Immer. Und bitte. Ein nicht enden wollender Lockdown. Das wäre am besten. Keine Kondensstreifen am Himmel. Auf der Hut, Aluhut! Keine Abgase in den Straßen. Keine Verkehrstote. Überhaupt weniger Konsum, weniger Produktion, weniger Zerstörung. Menschen, die ihr Verhalten ändern. Nichts tun und alles ist getan. Es würde reichen, eine Maske beim Shoppen aufzuziehen, um ungestört sicher einkaufen zu gehen. Es kann anscheinend nicht jeder Erwachsene auf sich und andere Acht geben, aber ich will in meiner Freizeit ohne Gefährdung konsumieren. Konsum stellt uns ruhig, macht abhängig. Du siehst nicht aus, als würdest du konsumieren. Wo sind wir gelandet? Warum habe ich überhaupt den Mund aufgemacht? Ich wollte doch einfach nur dieses Bier trinken. Jeder hat das Recht, auf seine Art zu entspannen. Oh, sie entspannt nicht. Sie trainiert. Ich trainiere und beim Trainieren arbeite ich. Ich arbeite an einer Weihnachtseinladung. Im Sommer? Ich habe noch etwas vor. Liebe WerkvertragspartnerInnen, 2020, dieses Schwein von einem Jahr hat sich viel für unseren Schlachtbetrieb verändert. Ja, das war wie immer gut so. Denn nichts ist verlockender, lähmender, selbstgerechter, frustrierender als der süß duftende Moder des Bestandes.
Am 7. Tag bin ich zu müde, um die Welt und ihre Menschen zu ändern. Wenn nur die Konkurrenz unter den Arbeitenden nicht wäre, das wäre schon etwas. Sieh's anders. 6 Tage am Stück kannst du Maschinen sabotieren, Ablaufprozesse stören, Anweisungen unterlaufen, Vorschriften unterlassen, weniger produktiv sein, dir längere Pausen verschaffen, länger auf dem Klo sitzen bleiben, wieder mit dem Rauchen anfangen, deinem Unmut Ausdruck verleihen, das eigene Schicksal mit der Maschine aufkündigen, dich abfacken. Asozial. Bringt das denn etwas? Schießt du da nicht ein bisschen übers Ziel hinaus? Schade ich mir damit nicht nur selbst? Gut so. Damit schadest du nur dir. Mutig sein, zu den Unterdrückten aufschauen. Nimm dir ein Beispiel an den Näherinnen in Bangladesch. Nimm dir ein Beispiel an den Menschen, die aus chinesischen Gefängnissen Hilferufe in die Kleidung von Primark und H&M einnähen. Hilferufe, die unsere shoppenden Kinder hier in der Nordstadt aus ihrer Kleidung ziehen. Das ist Sabotage zeitgemäß. Das Lügengebäude mit der schönen, sauberen, sittlichen Welt ins Wanken bringen. Süß. Sabotage läuft doch ganz anders ab, ihr zwei Ahnungslosen. Ratingagenturen und Prüfungsfirmen werten von heute auf morgen die finanzielle Kraft eines Landes entweder auf oder ab und können nur, weil irgendwelche Algorithmen es vorausgesehen haben, nur indem sie ihm die Kreditwürdigkeit nehmen, ein Land niederreißen. Schöpferische Sabotage nenne ich das. Wir müssen diese Zerstörung zerstören. So, es war schön, mit dir geredet zu haben, nur meine Zeit ist begrenzt. Tschüss. Ah, mein Tipp, morgen brav an die Arbeit. Nach der Arbeit bin ich so müde, dass ich kaum noch reden kann. Soweit ist es gekommen. Es soll ein Erfolg gewesen sein, wenn man mit dem anderen geredet hat. Aneinander vorbeigeredet hat. Alle Welt redet immerzu auf Twitter. Aber die Welt muss man ändern. Kreislaufökonomie, Gemeinwohl, neues Zusammenleben, Kritik an den Verhältnissen, Kritik an der Arbeit, an der Realität der Arbeit, die unsere Welt zerstört. Kritik an der Wirtschaft, an der Gesellschaft, die sich über die Wirtschaft definiert. Kritik an der falschen Normalität, an der traurigen Normalität. Kritik an der Arbeit, die deinen Status, deine Identität definiert. Kritik an der Arbeit, die anderen die Hölle auf Erden bereitet. Kritik daran! Nein! 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 Immerzu! Nein! Zuversicht von Arthur Troppmann! Wir Kommen! Aus Fabriken. und Hörsälen, Aus Wolkenkratzern Und Bambushütten. aus U-Bahn-Schächten, und aus tropischem Dschungel. Unaufhaltbar kommen wir. mit der Wahrheit als Sprache, Und machtvoll genug, um uns selber zu helfen. Wir kommen! Und unsere Waffen Maschinen. und Flüge, Bücher Instrumente und Zeichenbretter. und Laboratorien werden Elend und Angst Besiegen. Wir kommen! und reißen die Wurzeln aus.
von Ausbeutung und Krieg, und werden lernen, was allen nützt, Und bauen. was alle reich macht. Und was wir singen werden, Unsere Lieder sein. Gut, vielen Dank. Wir machen die Schlussklappe. Danke. Vielen Dank. Drehschluss.